Heute gucken wir uns das Außengelände des Cook Null Bunkers an. Ja, da ist der vermeintliche Eingang. Scheinbar zum Bunker hin alles zugemacht. Ja, in den Bunker sind wir leider nicht reingekommen. Cook Null ist offen. Ich hoffe, hier kommt man noch ins Tunnelsystem. Ja, moin moin. Nach einiger Zeit melde ich mich mal wieder. Hier ist die Stimme aus dem Off und ich werde das Ganze im Hintergrund mal ein bisschen kommentieren. Verwaltungsgebäude. Auch alles offen. Nach 9 Monaten Urlaubspause habe ich es im Juni wieder geschafft, für einige Zeit nach Kroatien zu kommen. Und ganz oben auf der Liste stand natürlich der Cook Null Bunker, wo ich im September nicht reingekommen bin. Da war alles verrammelt und verriegelt. Und habe ich mir einfach mal gedacht, düst du da mal hoch. Und ja, wie durch ein Wunder war die Tür offen. Und für alle, die den ersten Teil nicht gesehen haben, vom September, wo ich nicht reingekommen bin, da packe ich den Link mal in die Videobeschreibung, weil da gibt es einige interessante Hintergrundfakten zu den Bunkern dieses Typs, die sogenannten Arks. Und für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, werde ich das einmal kurz zusammenfassen. Ark leitet sich ab von serbokroatisch Atomska Ratna Komanda. Das sind die jeweiligen Anfangsbuchstaben. Übersetzt ins Deutsche sind das alles Armee-Reserveführungsanlagen im Falle eines Atomkriegs, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten und wichtige Leute von der Regierung von der Außenwelt abzuschirmen. Das ist die Aufgabe dieser Arks gewesen. Die Arks sind in ganz Ex-Jugoslawien verteilt. Manche sind als Museum hergerichtet und manche sind halt verfallen, lange Zeit verschlossen gewesen. Umso erfreulicher war es, dass man tatsächlich in die lange verschlossene Ark Cook Null in der Nähe von Brela reinkommen konnte. Die Türen müssen geschlossen sein. Ein paar Jahre vor dieser Begehung wurde der Bunker noch als Champignonzucht genutzt. Da wollte einer ein Business aufbauen, was letztendlich aber gescheitert ist. Aus welchen Gründen auch immer. Also sind auch über einige dubiose Verstrickungen dann dazu gekommen, den Bunker für die Champignonzucht zu nutzen. Da ist wohl laut einigen Foren, in denen man liest, alles nicht so mit rechten Dingen zugegangen. Ich glaube, das hat viel mit Vitamin B zu tun gehabt, dass da versucht wurde, ein Pilzzucht-Business zu eröffnen. Ja, hier sieht man noch einmal Tunnel im Rohbau. Also die Anlage
wurde nie für den ursprünglichen Zweck genutzt und auch über mehrere Jahre immer wieder erweitert. Und hier sieht man einfach das Ding im Rohbau. Also so wurden die Tunnel in den Berg reingeschlagen, gestemmt und letztendlich dann wie die fertigen Tunnel da hinten mit Beton verkleidet. Also so sah das Ganze dann vorher aus. Was wächst denn hier von der Decke? Hühnermoos oder was? Ja, das Piepen im Hintergrund, das ist der Gaswarner, signalisiert die Bereitschaft zu messen. Allerdings war die Luftqualität da drin prima, also kein CO2, kein CH4, H2S natürlich nicht und ja, Sauerstoff war auch immer prima. Den habe ich mir mal angeschafft. Ja, wenn man allein in solche Anlagen geht oder auch einige Meter absteigt, man weiß nie, was einen da erwartet und es ist einfach, um das Gewissen zu beruhigen. Also ich war schon öfter in Bunkeranlagen, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, passt das jetzt oder passt es nicht? Und jetzt kann ich mir halt sicher sein, dass es passt. Das ist ja fast neuwertig alles. Herzlich willkommen. Ja, hinter der nächsten Kurve, da befindet sich eine Gabelung. Da geht es geradeaus in den Technikbereich. Den werden wir uns zuerst angucken. Da befinden sich die Notstromaggregate, die Luftaufbereitung, also alles, was mit der Energieversorgung des Bunkers zu tun hat, befindet sich da geradeaus. Und hinter der Gittertür, wenn man jetzt nach rechts abbiegen würde, da befinden sich dann die Wohnbereiche, die Arbeitsbereiche der Personen, der Führungspersonen sozusagen. Ein Kriechkeller. Ja, da hinten in der Ecke, da haben wir die Luftansaugschächte. Davon gab es auch mehrere Stationen in diesem Bunker. Die haben alle eine Verbindung an die Oberfläche. Also ich schätze mal, wir sind jetzt schon 150 Meter ungefähr im Berg drin. Das heißt, die Ansaugschächte müssten ungefähr
ja, eine Höhe von 60, 70 Meter oder so haben. Ich darf nicht, weil ich so aufgeregt bin, irgendwie vergessen, wo ich hergekommen bin. Das ist ganz wichtig. Das ist allerdings wichtig, aber das Ganze es wird halt irgendwie nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wenn man erstmal durch den Bunker durch ist, und so verwirrend war es jetzt auch nicht. Also ich dachte eigentlich schon, das ganze Ding ist irgendwie verwinkelter, aber man kann sich doch recht gut zurechtfinden. Allerdings sollte man immer ein Backup-Light mitnehmen. Ja, die roten Warnschilder heißen so viel wie ja, Achtung, Abgase, Vergiftungsgefahr, bei Alarm, Raum verlassen, etc. etc. Das, was halt mit Abgasen zu tun hat, steht an jeder Garage dran. Generatorsteuerung. Wow. Hier sehen wir die Gasflaschen für die Gaslöschanlage, und wenn wir in die Generatorenräume gehen, dann sieht man da diese roten Teile über den jeweiligen Generatorblöcken. Von der anderen Seite gleich noch ein bisschen besser. Ah, da vorne ist eine, genau. Das ist das Gaslöschsystem. Guck mal, 2 Ampere Sicherung. Ja, Feinsicherung. 2 an der Zahl. Sorgfältig warten. Mannfilter. Kyrillisch. Das ist wieder Zulauf, nehme ich an, ne? Ja.
Ventilatorsteuerung. Rauchen und offenes Feuer verboten. Ja, hier sehen wir jede Menge Lüfter, Wasserringpumpen zur Klimatisierung, Kreislaufpumpen und die ganzen Rohre. Ich kenne die Farben nicht. Also ich kenne schon die Farben, es sind lila, blau und gelb, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten. Aufbereitete Luft, Rohluft, keine Ahnung, was gelb ist, was grün ist. Weiß ich nicht. Hier geht die Luft weg. Und hier sehen wir Filtereinsätze. Also für die Raumluft, für die gereinigte, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Dasselbe. Dasselbe. Schon wieder ein Klo, das sieht genau gleich aus. Dasselbe. Das ist neu. Die Violetten. Oh Gott, ey.
von der Pilzzucht übergeblieben? Oh mein Gott, ey, ist das lang. Hier ist doch wieder eine Schleuse. Alles voll diese Türen, diese neu modernen. Moment mal. Ambulanter. Ja, hier bewegen wir uns auf den Ein- oder Ausgang 2 oder 1, wie man noch immer betiteln mag. Das zeige ich nochmal in der Übersicht. Und dieser Eingang ist eine Stahltür, wie wir am Ende sehen werden. Allerdings ist diese verschweißt. Da standen wir im ersten Video, was in der Videobeschreibung zu finden ist, standen wir da von außen vor. Und ja, wie man gleich sehen kann, gibt es an der Stelle noch einen zweiten Ein- und Ausgang. Der ist aber verschüttet und müsste sich neben der Stahltür links weiter befinden, also um den Berg einmal 90 Grad rum sozusagen. Da kommt man aber von außen irgendwie schlecht hin, außer mit Klettern. Die Ein- und Ausgänge sind stets so gelegt, dass eventuelle Druckwellen, die durch die Ein- und Ausgänge einwirken, von den Gängen, von den Kurven schon mal gebremst werden. Hier ist die Tür hin. Heavy, ey. Heavy das Teil. Alter Falter. Ach, das war's.
Alles dieselben Räume links, rechts. Champignonzüchter. Alter, das ist groß. Das gibt's doch gar nicht, ey. LDPE-Pulver, also Plastikpulver, wird verwendet für industrielle Verpackungsmaschinen eigentlich, um diese dünne Folie beispielsweise um Gemüsepackungen oder so rüber zu blasen. Wahrscheinlich noch von der Pilzzucht. Luftqualität ist übrigens sehr gut hier. Kein Problem mit CO2 und Sauerstoffmangel. Kein H2S. Das täuscht, müsste das BR2 sein. Okay. Dasselbe in Grün. Nur höchstwahrscheinlich mit Notausgang. Irgendwo. Elektrikerstiefel. Was war das denn? Okay, hier befinden wir uns auf dem Rückweg. Und ja, eine Sache gucken wir uns noch an. Das ist einmal
noch eine Art Notausgang. Ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, das haben wir alles schon auf dem Hinweg gesehen. Nur noch ein bisschen orientieren, einmal hin und her, dass ich auch auf der richtigen Spur bin. Dann geht's los. Ah, das ist der Tunnel wahrscheinlich, den die Leute gemeint haben. Boah, Moment. Ups. Sieht aber auch irgendwie zu aus. So. Da hat einer eine Geschäftsidee, die nicht geklappt hat, leider. Tut mir ein bisschen leid. Jetzt wird es zerstört. Oh mein Gott. Pilze.
sollte hier verschwinden. Immer noch so alles wie vorher. Geilo. Ja, das war's dann auch mit der Begehung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich reingekommen bin und gut, dass ich rechtzeitig wieder raus war, weil 10 Minuten nach der Begehung kam der Sicherheitsdienst und hat die ganze Anlage kontrolliert. Glück gehabt. Bis denne.